Ich war im Büro, hab gearbeitet und dann habe ich irgendwann aufs Handy geschaut und habe gesehen, ich hatte eine SMS bekommen, dass ich versucht wurde anzurufen vom Domi. Und dann habe ich ihn kurz danach erreicht und dann hat er war völlig aufgelöst, würde ich sagen, so völlig unter Schock. Das hat man richtig krass ab dem ersten Wort schon rausgehört. Und hat dann gesagt, ja, sind in eine Lawine gekommen, hat nur gesagt, Marian hatte richtig schwere Verletzungen. Er ist im Hubschrauber oder wurde im Hubschrauber abgeholt, auf dem Weg ins Krankenhaus. Und dann ist mir das Herz vollends bis auf den Boden und wahrscheinlich noch viel weiter runtergerutscht. Und ich hatte dann eigentlich schon die schlimmsten Befürchtungen so. Ich wusste nicht, ob der Marian noch lebt in dem Moment. Er ist natürlich sofort in den OP gekommen, wurden dann sozusagen die Weichteile und der Oberschenkel erstmal versorgt, provisorisch. Insgesamt war er allgemein unterkühlt. Das hört sich jetzt erstmal nicht spektakulär an, aber eben in Kombination mit so einer großen, schweren Verletzung im Oberschenkelbereich und dieser schweren Weichteilzerfetzung hat es eben einen hohen Blutverlust gemacht. Das war eigentlich das Hauptproblem, die Kreislaufinstabilität durch den Blutverlust. Dann hat er natürlich linksseitig im Knie ein großes, schweres Binnentrauma gehabt. Dann hat er ein schweres, wir sprechen Thoraxtrauma, also eine Prellung des gesamten Brustkorbes, das ihm die Lungenfunktion eingeschränkt hat. Und das ist dann im Prinzip die Hauptverletzung gewesen bei ihm. Wir waren unterwegs im Auto. Ich weiß gar nicht wohin. Auf jeden Fall rief dann der Sebastian an und sagt, ja, sitzt ihr? Und er sagt, ja, wir sitzen im Auto. Und dann hat er eben gesagt, dass Marian unter die Lawine gekommen ist. Und da wussten wir eben in dem Augenblick noch nicht, dass er eigentlich in akuter Lebensgefahr war. Das haben wir erst später erfahren. Aber der Schock war natürlich enorm. Also klar, diese Ungewissheit, die treibt einen in den Wahnsinn in dem Moment. Und ich war viel ruhiger und gefasster. Ich war irgendwie so leer. Also man ist so wie in Trance. Nach der ersten OP lag ich kurze Zeit im Koma. Und ich bin dann entweder am Freitagabend oder am Samstagmorgen, glaube ich, wieder aufgewacht. Zum ersten Mal. Das war crazy. Also ich erinnere mich noch, ich war so wie gefangen in so einem Traum und irgendwie wusste ich, dass irgendwas passiert ist, aber ich wusste auch nicht mehr so genau was. Und irgendwann ist es mir dann so wie Schuppen von den Augen gefallen und dann habe ich mich eben erinnert, dass ich Skifahren war und dass die Lawine abgegangen ist. Wir dachten dann natürlich nach Freitag und Samstag, dass am Sonntag, dass es dann langsam sich abflacht und alles wieder besser wird, aber Sonntag sind wir dann aufgewacht und mit halt einer schlechten Nachricht, dass er in dieser Operation in der Nacht wieder viel Blut verloren hat und dass es ihm halt schlecht geht und dann war es wieder so ein Dämpfer. Ich hatte ein akutes Nierenversagen dann und dann hatten die Ärzte Angst, dass ich ein multiples Organversagen bekomme und haben mich deswegen dann nochmal ins künstliche Koma gelegt und dann war aber klar, dass ich quasi auch mit der Menge an Blut, die ich in mir habe, das Ganze überstehe und dann haben sie mich wieder rausgeholt aus dem Koma, aus dem künstlichen. Der Freitagmittag bis Sonntagabend war kompletter Ausnahmezustand. Ich hab nichts gegessen die ganzen Tage. Ich habe, glaube ich, 2 Schlücke Wasser getrunken in der Zeit, irgendwie bis Sonntagmittag. Dann habe ich das erste Mal was getrunken, weil mir war einfach schlecht und ich war angespannt. Ich habe geheult. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Es war echt krass. Ich wusste auch nichts mit mir anzufangen dann. Ich meine, es war ja nicht klar, ob er es überleben wird. Es war schon, ja,
dieses Warten, bis man dann das erste Mal was von ihm hört, das war die Hölle. Also es war wirklich die Hölle. Wir waren bei jedem Telefonanruf, waren wir total verängstigt und gedacht, jetzt kommt irgendeine schlechte Nachricht. Ja. Am Sonntagnachmittag hat das Telefon geklingelt. Und Dieter sagt, oh, das ist Murnau. Und da haben wir echt gedacht, so, und jetzt kriegen wir einen Anruf, jetzt ist der Marian gestorben. Und anstatt diese Nachricht zu hören, war, hallo Papi, hier ist der Marian. Das war also wirklich ein solch, kann gar nicht sagen, wie emotional. Mir kommen jetzt wieder die Tränen, wenn ich daran denke. Und haben wir gesagt, Marian, kannst du einen Moment warten? Wir schalten die anderen dazu. Und dann haben wir so eine Konferenzschaltung gemacht. Also ich habe ihn nicht wiedererkannt. War so zerbrechlich am Telefon, hat so eine ganz, dünne Stimme gehabt, was man von Marian nun wirklich nicht kennt. Und hat nur gesagt, hallo, ich bin's, der Marian. Und es war so schön, ihn zu hören und zu wissen, was er überlebt hat. Und ja, man hat ihn zwar nicht wiedererkannt, also man wusste, es muss schlimm gewesen sein, was er da durchstanden hat an dem Wochenende. Aber wie er halt so ist, hat er es überstanden. Am Montag haben wir ganz spontan dann einen Anruf bekommen, dass wir ihn besuchen dürfen und sind dann ab ins Auto und los. Ein Stück weit hatte ich irgendwie Angst, da reinzugehen, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und dann, als ich ihn gesehen habe, war ich aber eigentlich nur glücklich. Also ich habe dann halt geweint. Klar, es war auch so Tränen aus Glück, würde ich sagen, dass er noch da ist, weil wenn man seinen Partner so sieht, an tausenden Schläuchen und Geräten angeschlossen, dann merkt man, wie ernst die Lage ist. Der erste Moment, wo ich ihn dann gesehen habe, ist eine ganz, ganz komische Mischung aus, du siehst jemanden, den du schon immer kennst, den du besser kennst wahrscheinlich als jeden anderen, der irgendwie dein bester Freund ist, und gleichzeitig aber auch wie als würdest du eine neue Person kennenlernen. Es war ein sehr blasses, schmales Wesen, was an tausenden von Schläuchen und Apparaten angehängt war. Also das hat mir schon sehr, sehr wehgetan. Er lag da, war schwach, hat kaum reden können. Der Unterschenkel vom Knochen gelöst. Also am Anfang war er sehr, sehr ruhig, klar, weil er wenig Kraft hatte und hat weniger geredet, viel dagelegen, die Augen geschlossen gehabt, aber immer meine Hand genommen und hat halt diese Ruhe gebraucht. Am Anfang war ja eben so der Plan oder die Hoffnung noch, dass man das Bein komplett retten kann, aber ich habe dann schon auch selbst gemerkt, relativ schnell, dass immer mehr von der Muskulatur abgestorben ist und entfernt werden musste. Und dann habe ich mir fast schon denken können eigentlich, dass es mit der Rettung des Beines nicht klappen würde. Und als festgestellt wurde, dass ich diesen Keim im Knochen habe, wurde mir dann eben gesagt, dass sie das Bein wahrscheinlich hier oben amputieren müssen. Und das war wahrscheinlich, ich würde sagen, das war so eigentlich der schwerste Moment, ja, weil das hätte halt bedeutet, dass man auch keine Prothesenversorgung machen kann, weil wenn der Stumpf zu kurz ist, dann sitzt die Prothese einfach nicht fest auf dem Stumpf dann. Und das war dann schon so ein richtiger Tiefschlag. Natürlich hat man das in seinem Gesicht schon gesehen, dass ihm dann letztendlich als Sportler schon klar war, was das insgesamt bedeutet, dieser Verlauf. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war ihm aber auch klar, es war jetzt ein sehr großer Schaden, eine große Behinderung für ihn als Sportler. Aber auf der anderen Seite wäre die Alternative tot gewesen. Es war klar, dass man das amputieren muss. Die Frage war nur am Ende des Tages, auf welcher Höhe. Und deshalb ist natürlich jeder Zentimeter, der in die Länge geht, ist natürlich für den späteren Verlauf und die Funktion natürlich viel besser. Die erste Zeit nach dem Unfall im Krankenhaus für ihn das war typisch Marian eigentlich. Also er war immer positiv, er hat immer nach vorne geschaut, er hat nie lamentiert, er hat nie
irgendwie gesagt so, oh, warum ich oder irgendwie wie scheiße jetzt alles ist. Hat er bestimmt mal gedacht, aber er hat es zumindest nicht so nach außen transportiert. Die Amputation war dann erst knapp einen Monat oder 3 Wochen nach dem Unfall, weil die Ärzte halt zuerst alles Mögliche unternommen haben, um das Bein zu retten. Am Anfang hat es erstmal gedauert, bis man sich daran gewöhnt hat, an die Situation. Ich konnte mich nicht aufsetzen, ich konnte mich nicht auf die Seite drehen, ich konnte natürlich auch nicht das Bett verlassen und sowas. Ich musste wirklich alles im Bett machen und das ist natürlich schon unangenehm, ja, weil man da halt auch Sachen vor anderen Leuten machen muss, die man vielleicht lieber im Geheimen machen würde oder unbeobachtet, aber das war halt einfach unumgänglich in der Situation und natürlich ist es auch mal langweilig und ist natürlich jeden Tag das Gleiche. Man wird immer um 6:45 geweckt und muss sich dann erstmal 20 Tabletten reinhauen und sowas. Also gibt schönere Dinge, die man sich vorstellen kann. Dann nach einem Monat ungefähr dürfte ich dann zum ersten Mal mich in den Rollstuhl setzen und ich weiß noch genau, da war meine Freundin dann da und das war ein sehr schöner Tag, es war echt strahlender Sonnenschein und es war ein Gefühl von Freiheit, wenn man mal wieder so den Wind auf der Haut spürt und einfach so ein paar Sonnenstrahlen abkriegt. Ja, war mega schön. Der Unfall hat ihn schon verändert. Also das merkt man, fällt einem halt als Mitbewohner und Schwester vielleicht dann noch mal eher auf, dass er öfter mal alleine sein will oder die Zimmertür zumacht oder solche Dinge. Hauptsächlich die Emotionen, die er so nach außen gezeigt hat, waren eigentlich positiv. Aber anfänglich war er natürlich auch nachdenklich. Und da hat das Krankenhaus aber auch viel gemacht. Also er hat dann so einen Buddy bekommen, halt Amputierte, die ihn besucht haben, die ihm gezeigt haben, okay, das Leben geht dann einfach anders weiter. Und ich glaube, das hat ihm auch viel geholfen. Und diese positive Art und Weise, glaube ich, macht ihm das deutlich einfacher, jetzt diesen weiteren Weg zu gehen. Aber eins ist auch klar, hinter dieser Positivität steckt auch viel Verarbeitung. Und wenn man Tage und Wochen und Monate in einem Krankenhaus liegt und weiß, dass man das Bein nicht mehr zur Verfügung hat, trotz seiner positiven Einstellung macht es natürlich was mit einem Menschen. Montag vor 3 Wochen hatte ich eine OP, also wurde mein Kreuzband und Außenband nochmal gemacht. Nach der OP muss ich jetzt mein Bein 6 Wochen schonen, ich darf 6 Wochen nicht belasten. Das heißt, ich darf nicht draufstehen, kann dann auch nicht mit der Prothese laufen und so lange bin ich jetzt wieder im Rollstuhl unterwegs und mache jetzt Krankengymnastik wieder, um so die Muskulatur ein bisschen in Schuss zu halten und die Beweglichkeit aufrechtzuerhalten und hoffe, dass die 6 Wochen bald vorbei sind. So im Großen und Ganzen bin ich jetzt ungefähr wieder auf dem Stand wie letzten April, wo ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Tür klemmt, deswegen geht die manchmal nicht auf. Ohne Aufzug ist schlecht gerade, oder? Ja, ohne Aufzug ist kacke, ja. Ziemlich kacke sogar. Das ist natürlich ein Rückschritt, ja, wenn man mehr oder weniger wieder komplett mobil war so im Alltag und dann auf einmal wieder im Rollstuhl sitzt und das Bein nicht belasten kann, nicht aufstehen kann. Man hat halt wieder so diese ganzen Einschränkungen, von denen man dachte, dass man sie eigentlich schon wieder hinter sich gelassen hat. Ich habe mal versucht, mit Krücken und Prothese zu laufen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen bin ich im Rollstuhl unterwegs. Und Skifahren? Wahrscheinlich steige ich auf Snowboarden um, weil das von der Verletzungsgefahr her besser ist. Und du bist in beiden Bindungen fest drin, das heißt, deine Beine können sich nicht irgendwie verdrehen und sowas. Also die meisten Beinamputierten fahren Snowboard. Jetzt mehr denn je weiß ich, dass er seinen Weg finden wird. Klar, vielleicht wird es Snowboarden oder so statt Skifahren, aber ich weiß, er wird wieder Sport machen und er wird auch vermutlich wieder extremer Sport machen, als die meisten das jemals in ihrem Leben überhaupt gemacht haben. Und es gibt Leute, die sagen, oder die gesagt haben, ja, der wird wahrscheinlich dann irgendwann mal bei den Paralympics auftreten, weil er so einen starken Willen hat. Ich
bin jetzt einfach heiß drauf, mich wieder mit voller Begeisterung in alle Abenteuer zu stürzen, die sich mir bieten.